Ja, hallo liebe Leute, hier ein neues Tutorial nochmal zu Blender und Motion Tracking. Ich habe noch eine weitere Szene und da kann man eine nette Sache mitmachen und da zeige ich vor allen Dingen, dass man sich nicht immer auf die automatische Tracking-Eigenschaften von Blender verlassen kann und auch nicht sollte. Dann kriegt man nämlich auch Szenen, die man vielleicht sonst beiseite legt, sagt, es geht nicht, trotzdem getrackt. Also was machen wir hier? Wir gehen erstmal hier oben hin. Wir brauchen ein neues Layout und zwar, das ist unter VFX, hier Motion Tracking, und da legen wir jetzt erstmal los, öffnen den Film, und zwar, der ist am selben Tag aufgenommen wie das vom letzten Mal. Das Ding ist jetzt schon mittlerweile ein Dach drauf. Ich glaube, das wäre innen dann ziemlich dunkel, wenn ich da jetzt filmen würde. Aber hier ist ja doch alles oben offen. So, dann legen wir los. Das habe ich auf... Hier haben wir Motion Track. Das ist P07. Und da habe ich hier die Bilder. Ich habe natürlich schon probiert. Deswegen ist hier ein Render-Verzeichnis. Aber ich fange es wirklich ganz von vorne an. So, da haben wir das Bild drin und das macht er, glaube ich, automatisch, dass er das zum Motion Track macht. Dann können wir hier erstmal Set Scene Frames machen. Dann haben wir hier unten 492 Bilder, also nicht ganz so viel wie bei dem letzten Mal. Und dann kann man sich das hier so reinholen. Und da sieht man hier, das ist so eine Platte. Und die bietet sich natürlich an, da ein Loch rein zu bohren. Und wenn ich jetzt hier so das entlang fahre, ich mache mal gerade hier dass wir das wenigstens die ganzen Bilder sehen. Ich glaube so. Ja, so ist es so ungefähr. Wenn man jetzt hier so lang fährt, dann sieht man, da ist auch die Halle hinten drin. Und da kann man in der Halle auch irgendwas zaubern. Und hier vorne eben ein Loch in den Boden fräsen. So, was ich jetzt hier mache, ich fange hier nicht an mit automatischen Features, sondern ich nehme einfach Punkte hier und setze die manuell. Das heißt, ich gehe hier, machen wir da einen Punkt hin. Ich lasse auch die Einstellungen so, wie sie hier sind, nach dem Start. Dahin, dahin und wegen mir dahin. So, dann drücken wir einmal A, dann haben wir die alle selektiert und jetzt machen wir einfach mal automatisch lassen wir die durchlaufen und die klappen eigentlich auch ganz gut. Nachher muss man an den Kanten gucken, ob da irgendwas schief gelaufen ist. Sieht mir hier aber im Moment nicht danach aus. Ich glaube, da haben wir ein Problem. Ja, da müssen wir jetzt gucken, dass wir den da finden, wo wir den ausklinken lassen. Kann man mal hier schauen. Da ist er schön auf der Kante. Da ist er eigentlich schon raus und dann beenden wir das hier auch. Das heißt, da jetzt einmal diese Funktion hier und das kommt weg. So, haben wir den ersten Part. Jetzt schauen wir mal. Jetzt können wir eigentlich die hier nehmen. So, ich mache jetzt Folgendes. Ich selektiere erstmal alle und drücke H und dann sind die weg. Und dann kann ich jetzt hier, ohne dass die stören, hier weitermachen. So, ich habe mal nochmal die Tastenkommandos oben angemacht. Und dann machen wir hier nochmal nicht Vertical Split, Horizontal Split.
So, da haben wir einen hingesetzt. Da. 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 Und dann nehmen wir ruhig den jetzt hier. Und gucken mal, was die jetzt ergeben. Ich track jetzt erstmal rückwärts. Und dann tracken wir hier vorwärts. Da hat man hier gesehen, der ist ausgehakt. Was passiert, wenn sich das hier zu schnell bewegt? Dann wird das Videobild, das wird dann ein bisschen verwaschen und dann hakt er schon mal aus. Das kann man sich jetzt hier einfach mal anschauen, wo das denn passiert ist. Oder habe ich den gar nicht angehabt? Also den hier, den können wir ab da ganz locker löschen. Den hier ab da löschen. Jetzt, dass die hier, also der hier, der ist ja im Prinzip schon richtig, dass der da aufhört. Aber der muss das nicht. Jetzt kann man hier Folgendes machen, dass man den selektiert, nur den. Am besten so. Und dann kann man den hier in Einzelschritten tracken. Und wenn das nicht klappt, dann kann man den jetzt einfach bewegen dahin, wo man meint, wo es richtig ist. Da sieht man auch rechter Pfeil. Da mag er jetzt nicht. Okay, und dann machen wir jetzt Folgendes. Wenn selbst diese Einzelschrittfunktion meint, das geht nicht mehr, dann geht man jetzt her und setzt einen neuen, da zum Beispiel hin, und den lassen wir jetzt mit der Einzelfunktion hier tracken. Und weiter im Text. Okay, da gehen wir jetzt mal ein bisschen zurück. Da, der kommt dahin. Der ist noch richtig. Der kommt bitte dahin, der dahin. Und dann können wir hier wieder weiter tracken. Ja, das mag er jetzt nicht mehr. Okay, jetzt haben wir diesen hier und wir haben diesen da. Und die sind hier genau, da hört der auf und da fängt der an. Dann selektiert man jetzt beide und geht auf unter Track Settings extra. Hier ist es Join Tracks. Und jetzt habe ich die beiden verbunden. Dann kann man hier noch ein bisschen verbessern. Jetzt machen wir wieder mal Alt H. Lassen uns noch mal alle anzeigen. Jetzt kann man hier so durchgehen. Also der ist überhaupt noch nicht getrackt. Also da auch einen hinsetzen bitte. Und zwar dahin.
Und dann lassen wir den nochmal automatisch tracken nach vorne. Gucken, ob es funktioniert. Ja, sieht ganz gut aus. So, das geht bis hierhin. Da nicht mehr. Und dann machen wir hier wieder einen neuen. Den setzen wir jetzt genau hier drauf. Lassen den weiter tracken. Gucken mal, ob es funktioniert. Ja, das sieht ganz gut aus. Da sieht man jetzt, woran das liegt. Das liegt daran, dass das hier so verwaschen ist. Also setzen wir hier auch einen drauf und tracken weiter. Und dann setzen wir noch einen drauf und tracken den auch einmal weiter. Der geht jetzt wieder. So, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Da sollst du bleiben. Jo. Dann geht es hier weiter. Gucken, ob wir hiermit... Ne, geht nicht. Also da ist wieder ein bisschen, nennt sich Blurry Footage, also wenn das so verschmiert ist. Okay, da sieht man hier, der läuft da völlig abstrus durch die Gegend. Also gehen wir zurück hierhin. Müssen einmal den hier verbessern. So, die sind schon mal richtig. Und da so, schauen, wie weit wir den hier mitlaufen lassen. Ich würde sagen, da lassen wir beenden. So, jetzt haben wir die anderen hier. Das heißt, ich gehe jetzt zurück hier ungefähr an diese Stelle. Markiere den mit und dann werden die verbunden. Und dann gehen wir mal dahin. Das ist der und der. Verbunden. Verbinden. Verbinden. Ich denke, damit haben wir das Wichtigste erledigt. Gucken wir mal hier. Machen wir einmal Alt-H. Gucken, ob wir hier noch was finden. Ja, die beiden
Die kann man verbinden. Okay, sieht mir gar nicht so schlecht aus. So, jetzt gehen wir hier mal aufs letzte Bild. 492. Ich würde sagen, da nehmen wir erstmal auch das vom Brett hier. Die mache ich jetzt aber einzeln. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Gehen wir nochmal hier. Dann nehmen wir den da noch. Gucken, gibt es auch ein Kommando für? Ne, gibt es nicht. Nehmen wir den. Können wir jetzt noch ein bisschen besser platzieren. Dahin und rückwärts. Ja, da ist hier was schief gelaufen. Muss man jetzt gucken, wo das schief läuft. Da so ungefähr. Dann machen wir den jetzt hier manuell. Verbessern wir den. Da sieht man jetzt immer, wie sich die Kurven da unten bewegen, wenn ich hier das bewege, wenn ich das so, ich mache gerade mal das hier oben, das brauchen wir eigentlich nie, also machen wir hier ein neues Fenster auf und ziehen das hier erstmal nach oben. Dann kann man das hier unten ein bisschen größer ziehen, dann sieht man dann ein bisschen besser. Den noch und den und den noch. Dann können wir hier mal versuchen, ob wir da noch weiterkommen. Manuell hier mit der Funktion. Auch wenn hier diese Kurve ist, das heißt nicht, dass das dazugehört. Das seht ihr hier, das ist an einer anderen Stelle. Da wandern die Punkte ähnlich. Ich gehe mal jetzt hier auf die Automatik. Gucken uns den Rest hier nochmal an. Da ist er ein bisschen ausgehakt. So, dann werden wir jetzt wieder nacharbeiten. Die Richtung ist es. Da ist wieder die Bewegung ein bisschen schneller, dann verwischen die Farben. Kann er das nicht mehr vernünftig finden. Das fliegt nicht. Nur innen den anpacken.
Ich habe jetzt da STRG Z gedrückt, müsst ihr oben auch gesehen haben. Rückgängig. Ich würde sagen, ab da machen wir es weg. So, jetzt haben wir hier in dieser Szenerie noch diesen Klotz hier. An dem kann man auch ganz gut tracken. Also das ist dann das Büro oder was auch immer, was das hinterher wird. So, das heißt, Bild 492, wir machen hier einen Schreckpunkt rein. Ich da so hin. Da können wir ruhig mit mehreren arbeiten. Machen wir dann noch einen hin. Da einen. Dann können wir eigentlich hier unten auch schon mal anfangen. Da so hin. So, die Punkte, die selektiere ich jetzt mit Shift N. Ich glaube, das waren sie. Da unten habe ich noch keinen. Lassen wir die erstmal tracken, natürlich rückwärts. Ich glaube, da ist einer ein wenig ausgerastet. Noch einen aktiv? Nehme ich mal nicht. Okay. Sieht ganz gut aus. Dann machen wir hier diesen Punkt hier noch. Ich verstecke die erstmal alle wieder. Den hier. Und den schrecken wir jetzt einmal vorwärts. Das machen wir hier auch noch direkt. Einmal vorwärts. Und dann gehen wir hier zurück und machen die rückwärts. Erstmal wieder alle sichtbar. Dann guckt man sich jetzt an, wo ist denn dieser Klotz da? Ist ja irgendwo nochmal sichtbar. Ja, da. Dann machen wir hier wieder verstecken die anderen. So, machen wir erstmal vorwärts.
Okay, da müssen wir den hier. Da kann man ausklinken lassen. Und dann machen wir die rückwärts. Mal gucken. Ja. Die ganze Zeit schön sichtbar. Kann sein, dass es schon ausreichend ist. Schauen wir uns den mal gerade hier an. Mit Shift H. Welcher Punkt ist das? Das ist der hier. Fährt der hier wirklich richtig? Ja, das war so ein Wackler. Da. Das ist so eine schnelle Bewegung. Okay. So. Vielleicht ist das schon völlig ausreichend. Schauen wir uns das an. Einmal Solve Tripod. Die Focal Length soll halt berechnet werden. Solve Camera in Motion. Und sieh da, völlig glatt. Das ist doch fein. So, das heißt, jetzt kann man hier, ich habe nur noch nicht herausgefunden, was das überhaupt soll mit dieser Wall and Floor. Es macht für mich keinen Sinn, weil wenn ich das dann hier entsprechend auf die Tracking-Szene einrichte, ist doch wieder alles krumm. Also gehe ich jetzt sofort auf einmal Set as Background und dann, das sieht man dann hier, dann ist das hier im Kamerabild drin und dann können wir jetzt hier sagen Setup Tracking Scene und dann gehen wir ins Layout und schauen uns mal an, wie das hier liegt. Das hat meiner Meinung nach ganz gut geklappt. Den Cube nehmen wir raus und dieses Teil hier, das schauen wir jetzt mal, ob der denn so richtig einigermaßen da liegt. Sieht nicht schlecht aus, aber ist ein bisschen breiter als schmal. Ich empfehle diesen Ground hier auszublenden und dann ein eigenes Teil reinzusetzen, also ein Mesh, zum Beispiel eine Plane, und diese Plane lösche ich aber im Edit-Mode raus, beziehungsweise nicht die Plane komplett, sondern ich lösche die Punkte hier raus, die Vertices, dann haben wir hier noch die Linie. Den Punkt hier, den setzen wir auf 0,0. Und den Punkt hier auf -1,00. Und da machen wir jetzt ein Achteck, weil das soll dieses Achteck hier werden. Das heißt, wechselt hier auf Linien, Editierung, und dann machen wir einfach hier Shift D, X0 und dann R. Dazu muss das hier eingestellt werden auf 3D Cursor. R. Und dann sind das immer 45 Grad. Das hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Gucken wir mal. Da ist auch. Haben wir da einen? Ja. So.
R45 und nochmal Shift DX0, R45, da haben wir die alle. So, wir sind hier im Edit-Mode. Ich gehe jetzt einfach her, markiere die und drücke F. Das machen wir hier auch. Und den machen wir auch. Jetzt gucken wir, das ist natürlich viel zu klein. Das kann man ruhig hier im Edit-Mode. Sind wir im Edit-Mode noch? Ja, sind wir. Gehen wir wieder rein. So, und jetzt können wir das erstmal bewegen. Da bewegen wir aber das im Object-Mode. Das ist jetzt X. Und das ist Y. Da wird ja ungefähr die Mitte sein. Bewegen das noch ein bisschen in X. Dann skaliere ich das hier im Edit-Mode. Da aber nicht am 3D-Cursor, sondern individuelle Origins. Rotieren wir das ein bisschen. So, ja. Die Bewegung mache ich lieber hier. Das Rotieren eigentlich auch. Gehen wir einmal hier. So, skalieren können wir ruhig da machen. Und rotieren machen wir hier. Und zwar um Z. So, der Grund ist, dann kann ich hier G, XX und Y machen und erhalte so wenigstens einigermaßen die Kontrolle. Wir sind im Object Mode, ne? Ja. Das, okay. Jetzt kann man sich das hier mal ein bisschen zurechtrücken. Man sieht jetzt, das ist schon gar nicht so schlecht, aber die Perspektive stimmt noch nicht ganz. So, jetzt kommt wieder das zum Tragen, dass man die Kamera nimmt und die einfach rotiert. Und zwar, indem man einmal R drückt und dann kann man jetzt ZZ drücken. Dann kann man die Kamera so bewegen, wenn das nicht stimmen sollte. Oder hier auch. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt ist nur Folgendes. Das ist jetzt zu schmal. Woran kann das liegen? Das kann daran liegen, dass die Kamera zu sehr von oben drauf schaut. Das heißt, ich gehe jetzt hierher, bewege die Kamera nach unten. Und jetzt rotiere ich die Kamera. Ich glaube, das ist YY. Nee, XX. Und dann können wir das wieder so drehen. Das können wir auch hier machen, dass das so wieder einigermaßen da drin hängt. Jetzt guckt man sich das an. Den können wir jetzt ein bisschen skalieren. Das können wir jetzt ruhig hier machen. Ist schon bedeutend besser. Drehen wir den noch ein bisschen. Okay. Kann noch ein bisschen runter. Und XX. So, jetzt kann auch sein, dass die Kamera nicht ganz
richtig liegt. Das heißt GZZ und dann kann man die noch so ein wenig näher ranfahren. So zum Beispiel. Wir können das hier umstellen auf Wire. Und dann können wir hier nochmal ich würde fast sagen, das kann man so lassen. Das Ding will ich aber gar nicht so haben. Das ist nur ein Objekt, damit ich das hier vernünftig einstellen kann. Jetzt kann ich hier gehen, dieses Teil hier, die Plane, die mache ich, das ist nicht gerendert. Wir können sie aber auch im Moment erstmal komplett ausblenden. Und jetzt füge ich hier wieder eine Fläche zu. Plane. Und die ist jetzt wirklich viereckig. Die machen wir auch als Wire dargestellt. Und da möchte ich jetzt halt das Loch hier reinmachen. So, die kann wirklich sehr groß werden. Und jetzt im Edit-Mode. Und jetzt machen wir hier einen Kreis rein. Dann haben wir hier einen Circle. Den können wir jetzt bewegen. X ist falsch. Y. Skalieren wir den noch ein bisschen. So, da soll der Kreis hin. Jetzt habe ich hier, das ist ein Objekt. Dann machen wir jetzt einfach, man selektiert die beiden und drückt Alt und F. Und dann können wir hier umstellen, das wieder auf Solid. Das sollte eigentlich geklappt haben. Sind wir im Edit-Mode? Ich finde das manchmal im Object-Mode. Das war, glaube ich, falsch, was ich gemacht habe. Wieso das denn? So, müssen wir nochmal raus. Ich habe die nicht verbunden. Okay, dann machen wir daraus 1. Ctrl J. So, das wird aber komplett ohne Flächen gemacht. Das heißt, wir sind jetzt, gehen in den Edit-Mode und selektieren erstmal Flächen. Only Faces. Und dann können wir jetzt hier hergehen. A und Alt F. Und dann ist das Loch wirklich offen. So, jetzt kann man hier wieder auf die Punkte wechseln. Mit Shift, Alt und der Maus selektieren wir nur hier diesen Kreis. Und dann wird der einfach extrudiert in Z. Und ruhig tief genug nach unten. Und da machen wir jetzt noch einmal Alt F und dann ist der unten geschlossen. Okay, jetzt haben wir da ein Loch drin. Den können wir jetzt wieder umstellen auf, nicht Texture, Quatsch, auf Wire. Und dann gehen wir ans Schattieren. Und zwar, das muss der Hintergrund werden. Das heißt, auf Shading,
und hier auf Material. Wir machen ein neues Material, und zwar das wird Background, kriegt eine Farbe, und zwar eine Image Texture. Das wird natürlich wieder die Motion Track Nummer 7. Open Image. So, das wird Smart Flat. Ist da richtig. Hier wird Extend gewählt. Bei Single Image bitte auf Image Sequence stellen. Und hier unten bei Vektor auf und hier unten unter Texture Coordinate Window. So, dann haben wir alles hier jetzt so schattiert, dass das Hintergrundbild dort dargestellt wird. Das wollen wir aber gar nicht überall haben, sondern es soll noch ein neuer Materialslot angelegt werden. Und das wird jetzt das Innere hier. Da machen wir einen Diffusen Shader und der kriegt die Farbe, also ein Orange, machen wir ein Rot. So, jetzt geht man in den Edit Mode, drückt einmal die Steuerung Plus Taste, aber Plus auf dem 10er Tastenfeld, dann wählt er die nächsten Zusammenhänge. Das ist jetzt nur der Becher, hier nenne ich das einfach mal, und da kann ich jetzt einfach sagen Assign und dann habe ich das Material da dran gehängt. So, okay, im Prinzip war es das schon. Ich kann wieder ins Layout wechseln. Den hier können wir mal zwischenzeitlich auf Solid umstellen, beziehungsweise hier die Darstellung auf Material Preview. Dann sehen wir hier, das ist das Bild und da ist der Kreis da drin. Aber das wollen wir so gar nicht sehen, weil das stimmt auch nicht. Deshalb machen wir hier das wieder auf Solid und machen das hier halt als Wire. So, jetzt kann man das einmal rendern. Dazu stelle ich aber hier das um auf 20%. Stelle hier die ganzen Samples auf Minimalwerte 32, 32. Motion Blur machen wir aus. Mal gucken, was rauskommt. Ich habe was vergessen, und zwar bei diesem Material hier, da ist ja das Image dran. Gehen wir noch mal auf das Shading. Jetzt weiß ich auch, woran das liegt. Das Material hier haben wir hier Smart Flat Image Sequence, aber wir haben gar nicht angegeben, wie viele Bilder. Und dann gehen wir hier noch mal in den Layout. Das sind 492 Bilder. Und jetzt müsste das auch korrekt in der Mitte liegen. Jo. So, jetzt haben wir hier noch die Ständer da hinten stehen. Das heißt, das Teil hier, das ist jetzt hier dieser Circle, den können wir hier ausblenden, dass er nicht dargestellt wird. Und jetzt gehe ich mal hier ein paar Bilder weiter. Ich will hier hinten noch was reinstellen, deswegen brauche ich hier die Ständer. Das heißt, ich weiß ja, dass die unten anfangen, also gehe ich einfach her und wir sind im Object Mode, das ist gut. Ich füge ein Cube. Den bewegen wir erstmal in Y und in X. So ungefähr wird das ja wohl hinkommen.
Skalieren den. Ne, so ganz kommt das nämlich nicht hin. Da gehe ich einmal in Edit Mode und bewege hier unten die Unterseite. Die bewege ich auf 0. Jetzt muss der so weit verschoben werden. Wir können das auch direkt hier machen, dass der da so hinkommt. So wird es wohl ungefähr stimmen. Dann können wir jetzt hergehen im Edit Mode, den hier oben, da wechseln wir hier auf Fläche. Ziehen das hoch. S ohne Z. Gucken, ob wir den auch besser auf Wire umstellen. Ja. Bisschen rotieren. S. So zum Beispiel. Okay, jetzt machen wir den mal gerade hier wieder sichtbar. Wie hieß das Material? Dem geben wir am besten noch einen vernünftigen Namen. Und zwar, das ist Back. Und dann können wir es wieder unsichtbar machen. So, der kriegt dasselbe Material. Back. So, den kann man jetzt kopieren. Dahin. So zum Beispiel. Okay, dann holen wir jetzt erstmal die Drohne rein. Das heißt, File Import, Quatsch, Append. Ich glaube, ich habe die hier noch offen. Jo, habe ich. Kamera und Lampe brauchen wir nicht. Innen, Rumpf. Die Drehmotoren für die Beleuchtung und die Propeller. So, diese ganzen, die Armatur und die Cubes hier, die brauchen wir nicht. Armatur brauchen wir vielleicht, weiß ich nicht. Dann können wir hier wieder mit B selektieren. Motor bis dahin. Dann hier weiter. Die Plane machen wir nicht. Die ganzen Planes machen wir nicht. Dann die Propeller. Propellers, die ganzen Spheres. Das sind die LEDs. Und dann noch bis ganz unten. Gucken wir, haben wir alles. Ja. Einfach Append. Da hängt sie. Die haben wir dann hier als Rumpf drin. Die Armatur hängt außen, die stört aber nicht. Jetzt selektieren wir nur den Rumpf und der kriegt jetzt erstmal bei Objekt, Animation, Clear Keyframes. Dann wird die komplette Animation entfernt. Dann
bewegen wir den erstmal hier so über das Loch. Dann kann man hier erstmal RXX, YY. Kann sich das auch hier angucken. So ist er einigermaßen gerade. Können wir uns noch hier angucken. Ja, so können wir es nehmen. Muss ja nicht pille gerade sein. So, dann gucken wir mal von oben. Die ist ja so schön drüber. Dann können wir die einfach hier GZ unten setzen. Da so hin. Und dann geben wir dem hier erstmal einen Keypoint auf Bild 1. Wechseln auf Bild 1. Ach, das ist der Drehmotor. Ja, die müssen unsichtbar gemacht werden. Dann stören die nur. So, gehen wir wieder auf Rumpf. So, da haben wir jetzt Location Rotation. Hier können wir jetzt mal einstellen Darstellung als Material Preview. Das sieht dann gleich besser aus. So, jetzt gehen wir mal ein paar Bilder. Sag mal so. Hier hin. Und dann GZ. RZ. Log und Rot. Dann kann man sich das mal angucken. Ja, da fährt die Drohne da hoch. Gut. So, jetzt haben wir hier zu einer gewissen Zeit, da sehen wir da hinten schön hin. Da wird jetzt eine Dampfmaschine hingepackt. Da machen wir auch nochmal File Append. So, die muss ich jetzt suchen. So, die ist im normalen Blender. Die müssen wir hier Blender wählen. Da ist sie und dann heißt die das Verzeichnis Dampfer. Und da habe ich hier eine Datei abgespeichert. Da bewegt sich nicht. Ich hatte die ja animiert, das habe ich nicht hingekriegt, die bewegt da reinzuholen. Das geht bestimmt auch. Da will ich aber noch ein bisschen Zeit benötigen. Also ich nehme jetzt diese Dampfmaschine hier. Und dann haben wir hier Object und nur die Dampfmaschine in dieser Datei. Und die ist jetzt riesengroß. Da ist sie. Also die Dampfmaschine erstmal Faktor 10. Nochmal Faktor 10. Ja, so könnte sie passen. So, dann kriegt die hier unten drunter noch einen Würfel. Das heißt, da mache ich jetzt hier einfach, das mache ich aber ruhig in das Objekt im Edit Mode. Dann machen wir einen Cube dazu. Der wird jetzt erstmal in Z-Richtung bewegt. Das kann man ruhig hier machen. So zum Beispiel. So, dann wird der hier, da wechseln wir hin, machen mal das so, dann können wir die hier unten selektieren, in Z bewegen, so zum Beispiel. So.
Bis da. Bis da. Und dann nehmen wir jetzt die Linien hier. Bis da. Und da machen wir das auch. Bis da. So, da haben wir eine Dampfmaschine. Die ist jetzt zu tief insgesamt. Wir müssen die also nach oben bewegen, dass die hier so wirklich auf dem Boden aufsitzt. Und dann müssen wir die hier da hinten hinschieben. Das machen wir nicht im Edit-Mode, sondern im Object-Mode. Das ist X, das ist Y. Kommt jetzt nach da. Schauen, wie das aussieht. So, hier diesen Bagger da, den ignorieren wir jetzt einfach mal. Und machen wir mal einen Render. So, es fehlt noch der Hintergrund. Den habe ich hier noch, glaube ich, ausgeschaltet. Background, Foreground. Nee, der ist es nicht. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gemacht. Wir gehen auf den Background und da ist noch gar nicht eingestellt, dass das richtig gerendert werden soll. Das heißt, die Farbe hier, das wird eine Image Texture. Öffnen die auch wieder SonyWiz, diese Image Sequence. So, das ist Smart Flat Extend. So, da kommt 442 rein, ne, 492. So, dann hier unten umstellen auf Window. Ich habe die noch an. Hier, die muss aus. Und da haben wir jetzt die Dampfmaschine da drin stehen. Und ein Loch im Boden. Da müsste man jetzt noch ein bisschen Textur machen, wenn man das mit Steinen oder wie auch immer machen möchte. So, das kommt aber zum anderen Mal. Jetzt können wir hier das so lang fahren. Wir können natürlich jetzt die Drohne noch weiter fliegen lassen. Das heißt, wenn wir jetzt mal den Rumpf wieder selektieren, so, Location Rotation. Dann können wir uns das jetzt mal hier anschauen. Wie das ungefähr aussieht.
Jo, das soll es zu diesem Video gewesen sein. Wenn ihr da Spaß an solchen Videos habt, so lasst doch gern ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!